ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich ein weiteres abstraktes Bild malen, was so ein bisschen in die Richtung geht wie das rote Redline-Bild, was wir vor 2 Wochen gemalt haben. Da das ganz gut bei euch angekommen ist, habe ich gedacht, ich mache es einfach nochmal, und zwar in dieser schönen Farbe. Viel Spaß! Zuerst befeuchte ich die Leinwand mit etwas Wasser. Dadurch werden Unebenheiten automatisch ausgeglichen, denn der Leinstoff zieht sich beim Trocknen zusammen und sorgt für eine glatte Grundlage. Als erstes grundiere ich die Leinwand in meiner gewünschten Farbe. Erst danach starte ich mit dem abstrakten Malprozess. So vermeide ich weiße Blitzer und schaffe eine harmonische Basis für das Kunstwerk. Nun arbeite ich etwas schwarz mit einem weichen Pinsel in den Untergrund ein. So entsteht mehr Tiefe und der Hintergrund wirkt lebendiger und nicht mehr so eintönig. Gleichzeitig erzeugen der Pinsel und die Rolle schöne Strukturen auf der Leinwand und bilden direkt die erste abstrakte Schicht. Nun beginne ich mit dem Spachteln. Dieser Prozess ist für mich intuitiv. Ich finde, man kommt irgendwie so in den Flow und kann dabei wunderbar entspannen. Worauf ich jedoch achte, ist, dass ich hier am Rand des Klebebands eine klare Kante erzeuge, denn genau dort soll später meine blaue Linie entstehen. Ich finde, ja, abstrakte Kunst ist nicht an strenge Regeln gebunden, sondern soll Emotionen wecken. Ab und zu wechsle ich die Spachtel auch, wie zum Beispiel jetzt hier ein etwas länglicherer Spachtel, dem kann ich dann andere Akzente setzen. Ein schöner Effekt entsteht auch, wenn ich mit der Kante des Spachtels arbeite. Dadurch erzeuge ich feine Linien, die das Kunstwerk noch dynamischer und lebendiger machen. Nun beginne ich blaue Akzente zu spachteln. Das kommt besonders gut bei den dunkleren Schraffuren im Hintergrund zur Geltung. Das Blau hebt sich dadurch stärker ab und verleiht dem Bild mehr Tiefe und Ausdruck.
Damit der ausgeschnittene Schriftzug gut auf dem Kunstwerk hält, trage ich noch einmal etwas Farbe auf. So haften die Buchstaben besser für die weitere Bearbeitung. Ich mische mein Resin im Verhältnis 2:1. Das kann bei jedem Resin unterschiedlich sein, also immer die Herstellervorgaben beachten. Ich rühre das Resin etwa 5 Minuten lang, dabei kann man beobachten, wie es immer klarer wird. Kleine Bläschen sind bei diesem Resin kein Problem, da sie während des Trocknungsprozesses einfach von selbst verschwinden. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, arbeitet so staubfrei wie möglich, damit keine Partikel ins Resin gelangen, und deckt euer Bild beim Trocknungsprozess am besten ab. Achtet darauf, eure Materialien wie Becher und Rührstäbe komplett sauber zu halten. Wir verwenden zum Beispiel als Untergrund Malplatten, die wir selbst mit Leinenstoff bespannen. Somit hat man eine feste Unterlage, die wir dann nur noch in Waage bringen, bevor wir mit dem Gießen beginnen.
Ich hoffe, meine Erfahrungen, die ich bei diesem Bild mit euch geteilt habe, konnten euch weiterhelfen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr es mögt oder ob ihr lieber bei ruhiger Musik entspannt zuschaut.